Da bin ich wieder. Eine Woche ist vergangen nach dem ersten Vlog. Das habe ich jetzt gelernt. Das heißt Vlog, nicht Blog, weil es eben Video unterstützt ist. Und ich muss Ihnen sagen, in dieser einen Woche hatte ich irgendwie ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn man den Kopf frei macht und einen Gedanken hat und dieser Gedanke inspiriert einen so, dann öffnen sich auf einmal Energien. Ja, ich wollte eigentlich das schon immer machen, aber ich kam nicht dazu. Und diese Corona-Zeit hat mich eben dazu gebracht, dass ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Dass ich sozusagen dieses Gespräch mit Ihnen führe. Und das soll ja dahin gehen, dass ich was aus meinem Leben erzähle, dass ich Arbeiten von mir zeige, Ihnen erkläre, wie ich das mache. Und so soll es eben heute auch weitergehen. Und ich muss Ihnen sagen, in dieser Woche, ich habe neulich mal da gesessen und habe gesagt, über was könnte ich eigentlich reden? Und jetzt, das ist das kleine Büchlein, wo ich mal alles aufschreibe, was ich gerne erzählen würde. Also ich habe nur mal ein paar Stichwörter. Schauen Sie, Panorama. Zeichnen, warum ist Zeichnen genauso wichtig wie Lesen und Schreiben? Perspektive, Schraffur, Malerei, Kindheit, Studium, Ideenfindung, Theater, Bühnenbild, Pantomime, Bildebene, Malfilter, Zeichenprogramme, Skizzen, Impressionismus, Rembrandt, Munch, Sting, Singen, Fluchtpunkt, Technologie des Entwerfens, Bildebene, Projekte. Jedes dieser Stichworte ist eigentlich so ein Riesengebiet, wo man ungeheuer viel darüber reden kann. Und ich fange heute einfach mal an. Und die meisten, wenn sie mich überhaupt irgendwie mal gehört haben oder gesehen haben, dann verbinden sie mich, Yadega Azizi macht doch diese großen Bilder, diese Panoramen. Das ist sozusagen das Ding, wo mich, glaube viele kennen, obwohl in meinem Leben schon einiges stattgefunden hat. Aber bleiben wir mal dabei. Wer weiß eigentlich schon, was ein Panorama ist? Wenn man es erklären würde. Wie erklärt man ein Panorama? Wenn ich auf die Straße gehe und sage, was ist ein Panorama, da gibt es ganz viele Antworten. Panorama ist doch die Sendung da im Fernsehen. Panorama ist doch das Magazin. Panorama ist doch das, das und das. Also dieser Panorama-Begriff wird sehr, sehr vielfältig benutzt. Aber im Ursprung war es ein Einfall eines Malers. Und dieser Maler hieß Robert Barker. 1781, ein Ire, hat aber in Schottland gelebt und geht eines Tages im Park spazieren, in Edinburgh, und schaut im Park rum und hat auf einmal eine Idee. Jetzt muss man sich vorstellen, diese Idee ist sowas von sensationell. Er wusste es natürlich nicht, aber er hatte einfach eine Idee. Normalerweise malt der Maler, nimmt eine Leinwand und malt das, was er dort sieht. Jetzt hat er sich gesagt, was passiert eigentlich, wenn ich eine Leinwand dahin stelle? Also stellen Sie sich vor, ich stelle eine Leinwand zwischen uns Betrachter und dem Maler. Dann verdeckt doch die Leinwand genau das, was ich sehe. Ich sehe also eine weiße Fläche. Jetzt stellen wir uns vor, diese weiße Fläche wäre ein Stück Glas. Und ich male genau das, was ich dort sehe, auf diese Leinwand. Und Robert Barker sagte, das lasse ich stehen, die Leinwand. Und jetzt male ich die nächste Leinwand, hier. Mal alles das, was hier sozusagen hinter der Leinwand verborgen ist. Dann drehe ich mich um 360 Grad, stelle immer mehr Leinwände um mich drauf, bis ich den Kreis geschlossen habe, verändere aber nicht meinen Standpunkt. Ich bin also jetzt umringt von Bildern, die genau das zeigen, was hinter der Leinwand ist. Da sagen Sie, naja, was ist daran so toll? Was ist so toll an dieser Idee? Die Idee wird erst toll, wenn ich diese Leinwand nehme, diese Leinwände nehme, nach Hause mitnehme, sie in meinem Atelier wieder aufstelle und mich wieder in die Mitte stelle. Auf einmal bin ich wieder im Park irgendwo in Edinburgh. Und das Phänomen ist, dass ich in einem realen Bezug zu meinem Körper stehe. Das bedeutet, wenn ich diesen Punkt nicht verlasse, dann habe ich ja exakt denselben Blick, wie ich hatte, als ich dort in der Natur gestanden habe. Das bedeutet, ich habe eigentlich ein Abbild im Maßstab 1:1. Erinnert Sie das an irgendwas? Sie kennen vielleicht die Brillen, VR-Brillen, die es heute gibt. Ja? In der VR-Brille wird nichts anderes gemacht, als die Welt auf eine geometrische Figur zu projizieren. In diesem Fall ist es eine Kugel. Aber warum das, was Barker gemacht hat, für mich so interessant geworden ist, das müsste ich später mal erklären. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, er hat ein Sechseck gebaut oder ein Achteck.
je größer das Eck ist, also wenn aus einem 8-Eck ein 16-Eck, ein 32-Eck und dann so klein die Leinwände werden, dass es im Prinzip ein Zylinder wird, dann stehe ich in einem Zylinder, in einem Glaszylinder und projiziere die Welt von außen auf diesen Zylinder. Und wenn ich dann wieder in diesem Zylinder stehe, dann denke ich, ich bin in dieser Welt. Und das ist so ein phänomenaler Gedanke, dass aus dieser Idee ist im 19. Jahrhundert eine riesige Entwicklung entstanden, wo die Kunsthistoriker heute sagen, das war der Vorläufer des Kinos. Sie müssen sich vorstellen, fast in jeder großen Stadt gab es ein Panorama, man ist reingegangen, die Dimensionen waren dann 40 Meter im Durchmesser, 10 Meter hoch, 8 Meter hoch, also sehr, sehr große Bilder. Wenn man die auseinanderfaltete, also aufrollte, dann waren das 100 Meter mal 30, nicht 30 Meter, 10 Meter, 15 Meter, die höchsten waren dann 15 Meter hoch. So, und Robert Barker hat damals, also Ende des 18. Jahrhunderts, hat er diesen Begriff erfunden, Panorama, Pan, Orama, kommt wohl aus dem Griechischen, ich kann kein Griechisch, aber so viel weiß ich mittlerweile. Das eine heißt allumfassend, das andere heißt sehen. Also das allumfassende Sehen. Und wenn Sie so wollen, ist das der Vorläufer der ganzen Virtual Reality, was wir heute haben. Aber im 19. Jahrhundert müssen Sie sich vorstellen, die Leute konnten nicht reisen. Sie sind auf einmal in Panoramen gegangen und sahen auf einmal andere Länder. Und dann ging die Reise nicht nur in die Gegenwart, sondern ging die Reise in die Vergangenheit. Man sah auf einmal das alte Rom, man sah in historischen und dann leider in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Historie dann nur noch Schlachtenpanoramen. Und deswegen haben die Panoramen dann am Ende des 19. Jahrhunderts, wurden sie dann ein bisschen respektlos behandelt, weil das waren dann ideologische Panoramen, weil das konnte sich keiner leisten, so riesige Bilder zu malen. Das waren dann Aktiengesellschaften. Und Napoleon zum Beispiel wollte auf der Champs-Élysées 10 Schlachtenpanoramen seiner Siege sozusagen malen lassen. Sie müssen sich vorstellen, 10 solche riesen Panoramen, das sind Gebäude, riesige Gebäude. Und da geht man durch und sieht die Schlachten Napoleons. Und genau das hat das Panorama unter anderem dann auch sozusagen sein Ende eingeläutet. 1900 zur Pariser Weltausstellung wurden die letzten Panoramen gezeigt, aber danach fing der Film an, die Fotografie fing an und alle sagten, das ist eine alte Kamelle, das Panorama brauchen wir nicht mehr, wir haben das bewegte Bild und wir haben die Fotografie. Und etwa 100 Jahre später bin ich irgendwie, und dies irgendwie ist wieder eine Geschichte, bin ich auf dieses Panorama gestoßen und habe gesagt, es kann nicht sein, dass diese phänomenale Kunstform dem Tode geweiht ist. Es kann nicht sein. Wir müssen die Themen für heute finden. Und ich wusste damals nicht, als ich die ersten Dinge gemacht habe, dass es so eine Entwicklung nahm, wie es heute genommen hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wer auch immer mich auf diese Panoramen gestoßen haben. Ich sage immer, die Panoramen sind zu mir gekommen oder wir beide haben uns gefunden. Da haben sich die zwei Richtigen gefunden und bin sehr froh, dass mein Leben in den letzten 15 Jahren viel mit Panoramen eben zu tun hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.